Oh, das ist lecker. Nudeln gehen ja immer und Spaghetti sowieso. Und wir haben letztens mal eine Umfrage gemacht. Da habt ihr einstimmig fast abgestimmt mit 90%, dass ihr Pasta liebt. Und ich auch. Und ich habe heute wieder ein tolles Rezept dabei. Und zwar Spaghetti alla Puttanesca. Das sind die Spaghetti nach Art der Freudenmädchen. Entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts in Süditalien irgendwo, weil die Mädels hatten nicht so viel. Die musste man in die Speisekammer gehen. Und da gibt es zum Beispiel auch ein paar Oliven. Schwarz, ohne Stein sind die. Ein bisschen Knoblauch, Chili, Salz und Pfeffer. Da habe ich ganz viel Salz für die Spaghetti, Olivenöl, Sardellenfilets, Kapern aus der Dose oder aus dem Glas, Spaghetti, Petersilie und stückige Tomaten aus der Dose. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen, weil es ist ja auch Tomatenzeit jetzt und die so ein bisschen im kochenden Wasser Schale ablösen lassen, hacken. Machen wir aber nicht, geht so hoch und das geht auch ganz, ganz fix. So, schneiden müssen wir ja gar nicht viel. Und zwar nur die Oliven ein bisschen hacken und den Knoblauch. Das wird so richtig, richtig lecker. Ich habe das echt schon lange nicht mehr gekocht, aber eine Zeit lang immer wieder mal so alle Woche einmal. Und die Oliven natürlich ohne Stein, sonst kann man es nicht so schön hacken. Den natürlich ein bisschen abpellen, hier den Knoblauch, ist klar. Und möglichst klein hacken. Ihr könnt es natürlich auch durch eine Knoblauchpresse geben. Aber ich hacke es immer gern. Ihr seht ja, das ist gar keine große Sache, nur ein bisschen aufhacken. Ihr müsst es auch nicht so fein hacken, es langt schon so. So, jetzt hacken wir dann die Petersilie noch ein bisschen klein und nebenher habe ich schon mal die Pfanne angeheizt, weil dann geht es ziemlich gleich rund. Und meine Chili, die kleine, die mörsere ich mir dann noch so ein bisschen. In die vorgeheizte Pfanne kommt jetzt erstmal das Öl rein. Und da geben wir jetzt dann Knoblauch und die Sardellen mit dazu. Die Sardellen müssen jetzt nämlich dann zerfallen. Und auch die Chili mit rein. Und dann kommen die restlichen Zutaten. Das Wasser habe ich hier auch schon mal für die Spaghetti vorgeheizt. Die Sardellen, die dauern jetzt ein bisschen, bis die zerfallen. Aber schau mal hier rein, das geht schon los. Das gibt sich dann so richtig ein schönes Aroma in dem Öl. Man darf es auch nicht zu arg. Ich tue mal ein bisschen die Temperatur runter. Ja, dass sie nicht verbrennen. Und der Knoblauch auch nicht verbrennt. Weil dann schmeckt es nämlich überhaupt nicht mehr. So, jetzt haben wir das Sardellenöl. Jetzt kommen dann die Oliven mit dazu, die Kapern. Das gibt so richtig leckeres Würstchen, sage ich euch. Das riecht echt total gut, ne? Wenn ihr natürlich keine Kapern mögt, ist das sehr schade, aber dann müsst ihr das halt weglassen, ne? Aber das macht schon auch so einen besonderen Geschmack. Ich mag ja persönlich Kapern auch sehr, sehr gern. Auch im Hühnerfrikassee zum Beispiel. Das kennen wir ja noch von früher, von Mama und so, oder? Und von der Oma. Solche Rezepte liebe ich ja auch sehr. Drum bin ich da immer sehr flexibel, was sowas betrifft. Auch so eigenartige Sachen, wo manche sagen, esse ich nicht. Probieren muss man schon mal alles, finde ich. Also das ist jetzt hier so richtig schön sämig. Da gebe ich jetzt dann auch gleich die Tomaten mit rein. Zack, Klecker. Hier kocht das Wasser. Da auch immer, ihr wisst Bescheid, viel Wasser für die Spaghetti und viel Salz. Und dann kochen wir die. Kommen jetzt ins kochende Wasser rein. Dann mal noch ordentlich Gummi hier, weil die Soße muss ja immer warten auf die Pasta, damit die nicht verkocht. Die Spaghetti passen jetzt hier auch gar nicht in meinen Topf, wie immer, aber das ist gar nicht schlimm, weil die drücke ich dann einfach so rein. Macht bloß nicht den Fehler und brecht die Spaghetti durch, weil das ist echt ein Fauxpas und das macht man auch nicht. Da gibt es nämlich auch ein Video, das habe ich schon mal gemacht, zu ein paar Fehlern, was man beim Spaghetti machen alles so falsch machen kann. Das könnt ihr mal anschauen, ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Und dann wird das auch mit so einer richtig leckere Pasta. So, jetzt passen sie dann auch schön rein und jetzt können wir es dann zu Ende kochen. Und da tun wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer abschmecken, Petersilie. Und dann haben wir schon die Soße fertig, super. Bisschen. Nicht zu viel Salz, gell? Weil die Sardellen sind auch schon sehr salzig. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Man kann es ja mal abschmecken und wenn es dann doch irgendwie zu salzig ist, einfach noch vielleicht ein bisschen eine Prise Zucker mit dazu. Das hebt das Ganze ein bisschen auf. Schmecke ich jetzt dann gleich mal ab. Ein bisschen von der Petersilie gebe ich schon mal rein und den Rest, den tun wir dann später oben drüber zum Garnieren. Sieht das schon mal echt lecker aus. So, Löffelchen. Super. Ist ein sehr intensives
Geschmäcklein durch die Sardellen und auch so scharf ein bisschen. Ich finde es echt super. Ich freue mich jetzt. Nudeln sind fertig und die kommen jetzt dann in die leckere Soße rein. Die wartet dann schon fleißig immer drauf. Und dann brauche ich auch noch für die Sämigkeit, wie immer, ne, so 1-2 Schöpflöffelchen von dem Nudelwasser. Und ich gieße die auch gar nicht immer ab. Ich nehme die einfach so raus und gebe sie in die Soße dazu. Und jetzt, wie immer, schön unterheben unter die Soße. Und dann gibt es gleich so richtig leckere Spaghetti alla Puttanesca auf dem Teller. Alter Schwede, riecht das lecker. Und dieses Spaghetti, also ich liebe ja Spaghetti und wenn ihr auch Spaghetti liebt, dann müsst ihr unbedingt diese alla Puttanesca mal probieren. Die sind wirklich oberlecker, da freue ich mich jetzt riesig drauf. Und hier sind auch noch ein paar leckere Pasta-Rezepte für euch. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart, zugeschaut habt. Wir sehen uns die Tage, Leute. Ciao, ciao, macht's gut.